Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal unterbrechen wir die laufende Sendung mit einer aktuellen Zwischenmeldung. Ja, Lesdi hat mir wieder netterweise ein Set zur Verfügung gestellt und das werden wir hier heute an dieser Stelle ganz aktuell vorstellen und präsentieren. Es geht um das MOC 74625 von Lesdi. Eine schrecklich nette Familie. 1732 Teile hat es und vom Aidan wurde es designt. Ja, es geht tatsächlich um eine schrecklich nette Familie. Um diese genau. Wie ihr seht, ich habe mir mal, ist schon eine Zeit lang her, die DVD-Box geholt. Es gab von dieser Serie, die zwischen 1987 und 1997 gedreht wurde, ganze 11 Staffeln und, damit ich jetzt keinen Blödsinn sage, 261 Episoden. 33 Discs sind es verteilt, man sieht, es ist schon wenig dahinter. Und es geht eigentlich um die Wohnung, um das Haus der Familie Bundy. Er ist das Oberhaupt hier, der Al Bundy, gespielt von Ed O'Neill. Und ich bin der Meinung, diese Rolle ist ihm auf dem Leib geschnitten. Also ich kann mir gar keinen besseren Al Bundy vorstellen als ihm. Allein die Erinnerung an den früheren Folgen, an den früheren Episoden bringt mich wieder zum Schmunzeln. Er war einfach der Hammer. Und die restlichen Familienmitglieder sieht man hier auch. Da ist Kelly Bundy, die Peggy Bundy, der Bud Bundy und wie heißt er schnell, der Hund? Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Hund mehr heißt. Aber mit der Zeit fällt es mir sicher ein und dann kann ich es nachholen. Und es wurde eben das Haus nachgebaut, das was man halt in der Serie am meisten sieht. Die Couch, worauf er sitzt, immer mit einer Hand in der Hose, warum weiß ich nicht. Hinten der Stufenaufgang zu den Schlafgemächern, da nach rechts geht es weg zur Garage, dahinter zum Keller runter und auf dieser Seite hier drüben, was man hier jetzt nicht im Bild sieht, ist eben der Esstisch und die Küche. Und genau dieses Diorama, möchte ich jetzt sagen, wurde vom Designer Aidan, so steht es zumindest auf der Homepage von Lesdi, nachgebaut. Und wie gesagt, Lesdi war so nett und hat es mir wieder zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Gehen wir es gleich an. Es gibt wieder, wie immer bei Lesdi, den Bauplan auf einem USB-Sticks mittels PDF-Datei und anhand dieser werde ich dann das Ganze versuchen aufzubauen. Wir können schnell auspacken das Ganze. Es gibt diesmal 2 Boxen, weil die Teile darin ja auch Platz haben müssen. Komischerweise steht hier drauf, Designed and Licensed by Lego Fan UI. Weiß nicht, aber wie gesagt, auf der Homepage steht Aidan, ist der Designer. Vielleicht haben sie nur eine falsche Box erwischt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann ich es noch recherchieren, was da jetzt tatsächlich ansteht und was Sache ist in dieser Situation. Gut, wie man sieht, es ist wieder alles in Zip-Beuteln eingepackt. Ich finde das total toll. Total toll. Es ist so, dass man dann, wenn man das Teil wieder zerlegt, es wieder schön reinsortieren kann. Es wird auch, so gut es geht, sortenrein verpackt, dass man nicht allzu viel sortieren braucht. Hier auch die Baseplates, ich glaube 16×16 sind diese Dinger, haben sie auch schön verpackt in den Zip-Beuteln. Also wie gewohnt, hier eigentlich alles top. Auch hier, ups, verkehrt, das gleiche. Hier sieht man auch schön sortenrein sortiert die Teile.
wie gesagt in Zipbeuteln. Also von dem her bin ich schon mal begeistert, weil ich habe es ja schon öfters erwähnt, bei mir am Bautisch gibt es leider nicht allzu viel Platz und dadurch freut es mich, wenn es schon ein bisschen vorsortiert ist und ich brauche dann nicht mehr allzu viel herumsortieren. Gut, so viel zur Einleitung. Ich gehe jetzt sortieren und dann lege ich gleich los. Viel Spaß! Die ersten 31 Bauschritte sind beendet. Gebaut habe ich die Grundplatte des Dioramas. Ich werde, glaube ich, dabei bleiben beim Diorama. Ich habe gebraucht dafür gute 45 Minuten. Es ist ein fröhliches Aneinanderklemmen von Platten gewesen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und in der Grundform, wie man sie dann später beim Diorama, beim Haus sehen kann. So sieht es auf der anderen Seite aus. Unterhalb ist es grau und oberhalb hat es eben verschiedene Farben. Warum das Grün und Schwarz dabei ist, weiß ich noch nicht. Das wird sich dann zeigen. Was hier grün ist, kann ich auch noch nicht sagen. Das werden wir alles noch sehen. Schauen wir mal, bin gespannt. Was ich noch vergessen habe zu sagen, 504 Bauschritte gibt es insgesamt. Die sind auf einer PDF, wie gesagt, hinterlegt und die kann man sich dann entweder auf ein Laptop oder auf ein iPad oder dergleichen dann draufladen und man kann dann die einzelnen Bauschritte durchgehen. Wie man sieht, es ist alles rot umrahmt, was neu drauf kommt. Oben wird angezeigt, welche Bauteile man für diesen Schritt benötigt. Was ein bisschen schwierig ist, man sieht es ist relativ klein. Im Vergleich zum Bild ist es relativ klein. Man kann es allerdings etwas größer machen dann und dann geht das schon, dann kann man es schon leichter sehen. Das ist ja bei den PDFs wirklich ein leichtes und dann hat man keine Probleme mehr. Bei einer physischen Bauanleitung wird es dann schwierig mit Vergrößern, aber hier, wie gesagt, ist es gar nicht so schlecht und ich habe etwas mehr Platz auf meinem Bautisch dadurch, wenn ich keine physische Bauanleitung habe, und das hilft mir in diesem Fall auch relativ gut. Das ist auch der Grund, warum ich es ein wenig anders mache als sonst, weil normalerweise möchte ich ja jeden einzelnen Bauschritt herzeigen. Hier habe ich mich anders entschieden, weil es vom Platz her, wie schon erwähnt, relativ knapp ist bei mir und da muss man relativ oft wenden und drehen die ganze Geschichte und das ist dann mit dem Fotografieren der jeden einzelnen Schritte für ein Stop-Motion richtig schwierig, aber so ist es für mich einfacher und jetzt habe ich mich entschieden, das eben so zu machen. Die nächsten Schritte werden dann von mir wirklich dokumentiert dann, weil ich kann dann jeden einzelnen Bereich hier machen und dann kann ich es mir so drehen, wie ich es brauche. Das ist dann ein wenig einfacher. Zur Bauteilqualität alles super. Man sieht, es spiegelt schön, es gibt hier kein Problem. Beim Grau habe ich hier und da, jetzt geht es ein wenig auseinander, habe ich hier und da ein paar Farbabweichungen gehabt. Ja, so sieht man es. Diese Dinger hier haben ein wenig eine andere Farbe wie die anderen. Da oben sieht man auch eines. Aber da unten stört es nicht, weil es ist ja eh alles verdeckt. Klemmkraft bis jetzt okay. Könnte nichts Negatives dabei sagen. Bauanleitung, wie gesagt, auch top. Also, ich mache jetzt weiter. Jetzt geht's ran an den oberen Teil, an den Wänden und an der Inneneinrichtung. Freue mich schon, weiter geht's.
So, nach Schritt 146 möchte ich einen kurzen Zwischenbericht abgeben. Was ist mir aufgefallen bisher? Von den Bauteilen her eher gemischt, was das angeht. Sie sind nicht top, sie sind okay. Was die Klemmkraft angeht, passt's. Allerdings, sie sind ein wenig, ich muss das Licht besser richten, dann sieht man mehr. Sie sind ein wenig zerkratzt hier und da, aber nicht schlimm jetzt. Es kann vorkommen, es kommt bei den Besten vor. Und es ist auch ein wenig irreführend zum Teil beim Bauplan. Das zeige ich dann aber kurz danach. Ich möchte nur noch kurz herzeigen, was ich gemacht habe. Und zwar, wie man sieht, es ist viel gefliest worden, viel 1x8er sind hier reingekommen. Das ist mehr oder weniger dann der Parkettboden, den man hier nachbauen möchte. Hier ist die Haupteingangstür zum Haus. Da ist ein kleiner Schrankraum, da hängen Sie meistens dann, wenn Sie nach Hause kommen oder wenn Al nach Hause kommt, macht er immer die Tür auf und hängt dann hier seine Jacke rein und fängt an zu jammern, was er nicht alles Schlechtes erlebt hat in der Arbeit als Schuhverkäufer. Und dann hier zurück, hier, diese Tür da, oder besser gesagt, diese Tür, die soll eigentlich eine Verbindung zur Garage dann herstellen. Die ist aber leider Gottes hier nicht dabei, wie es aussieht. Ich war nämlich schon sehr neugierig, ob es die berühmte, also berühmt, für El Bandi-Fans halt berühmte Ferguson gibt. Für diejenigen, die El Bandi kennen, die wissen, was ich meine. Und für diejenigen, die es nicht wissen, schaut El Bandi. Nein, das war jetzt gemein. Die Ferguson ist ein Luxusklo, eine Luxustoilette. Und da hat es eine eigene Folge gegeben, nur mit dieser. Und da hat es sich nur um diese Ferguson gedreht. War super. Das wäre wie gesagt hier der Zugang zur Garage. Hier ist dann der Zugang zum Balkon hinaus in den kleinen Garten, die sie haben. Er wird auch mit zwei kleinen Vorhängen hier geschmückt. Schaut auch lässig aus. Eine Vorhangstange gibt es auch hier oben, wie man sieht. Also es ist ganz lässig gemacht. Und diese Tür hier, sieht man es? Sieht man schlecht. Da unten gibt es noch eine Tür. Hier. Diese da. Da geht man hinunter in den Keller. Ja, und das hier müsste ich mich jetzt, ich müsste wirklich nochmal die Folgen anschauen. Ich habe es schon Jahre nicht mehr gesehen. Das schaut nach einer gemauerten Wand aus. Da glaube ich steht dann so eine Art Sekretär oder so. Muss ich nochmal schauen genau. Und ja, das war es eigentlich. Und das ist halt mehr oder weniger, so schaut es von hinten aus. Das ist halt Fassade, wie man so schön sagt. Und hat keine weitere Bewandtnis. Der Aufbau, ich glaube, das hat man ein bisschen gesehen, war relativ lässig. Durchs Schräge haben es einfach hier erreicht, indem sie auf dieser Seite auf einen Stud das Ganze aufbauen und einfach so schräg hier rüberlaufen lassen, und gestützt wird das hinten mit C-Clamps mit dieser Stange hier. Ist relativ lässig gebaut, muss ich sagen, habe ich so noch nie gesehen, aber es funktioniert. Es ist relativ stabil, die Mauer. Sie hält ihre Schräge, das passt, super. Was mir aufgefallen ist beim Bauplan, das möchte ich noch kurz herzeigen. Da muss ich wieder rauszoomen. Man sieht hier, das Braun hat eine andere Farbe wie das obere oder das untere gebaute. Ich habe bei den Bauteilen keinen Unterschied feststellen können. Das ist eigentlich diese Seite jetzt hier,
wie man sieht. Ja. Und wie man sieht, es gibt hier vom Braun her keinen Unterschied. Also ich habe keine anderen Brauntöne gefunden. Es wird auch bei der Teileliste so angeführt. Wenn man da hineinzoomt, sieht man, das ist ein anderes Braun. Da ist ein anderes Braun gemeint beim 1x8er hier als beim 1x4er. Ich habe nichts gefunden. Tut mir leid. Ich habe alle rausgesucht, ich habe sie versucht zu unterteilen. Es gibt zwar leichte Farbunterschiede, aber nicht so eklatant, dass man daraus gleich eine eigene Zeile in der Wand bauen könnte, die dann eine andere Farbe hätte. Ja, keine Ahnung, tut mir leid. Ich habe es nicht geschafft, ich habe es nicht gefunden. Wie man sieht, es ist ein bisschen gemischt alles, aber ja, ich sehe da nicht wirklich einen Unterschied. Normalerweise müsste es dann eine Farbe geben, die so wie bei der Tür hier ist, weil auch so wird es hier im Plan angezeigt. Das Braun hier in dieser einen Zeile hier ist dasselbe wie hier unten in der Tür. Und wenn ich jetzt in echt schaue, das gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, wo die das herbekommen. Man sieht halt, zwischendurch gibt es immer wieder Farbunterschiede. Ja, ich weiß nicht. Tut mir leid, Lesti, ich habe es nicht gefunden. Entweder war es nicht dabei oder es ist nicht zu sehen vom Unterschied her. Also ich habe es nicht gesehen. Gut, so viel mal zum ersten kurzen Zwischenbericht. Ich baue jetzt weiter. Es ist wieder Zeit, kurz mal zu unterbrechen. Ich bin aktuell gerade bei Bauschritt 370 und habe hier etwas dazu gebaut. Aktuell habe ich circa 6 Stunden bis jetzt daran gebaut. Immer schön gemütlich, wie gesagt, bei mir und nebenbei etwas filmen und fotografieren. Und ich kann kurz was herzeigen, was rausgekommen ist dabei. Schon wieder was runtergefallen, sehr toll, bei meinen beschränkten Platzverhältnissen. Müssen wir vor. Also hier mal ist eine Küche dazugekommen. Die Küchenzeile hier kann man gut erkennen. Die Bauweise ist relativ lässig gemacht. Man hat hier die Noppen hergenommen als Griff zum Öffnen. Hier sieht man, da gibt es einen Griff und hier hat man quasi einen Doppelflügel. Da gibt es ein Waschbecken mit Armatur darauf, daneben ein Kühlschrank mit Kühlfach oben und auch hier eine Noppe zum Öffnen. Finde ich, ist ganz lässig gemacht.
Da herüben gibt es einen Raumteiler und dahinter sieht man schon hervorlugen. Hier eine Waschmaschine und ich schätze mal ein Trockner wird das sein. Ist ganz lässig gemacht. Ein kleiner Abstellraum hier dahinter. Hier gibt es noch eine Sitzmöglichkeit mit 2 Hockern, Barhockern. Was hier allerdings ist, fällt mir gerade ein, man sieht es glaube ich, ja, diese 2x3er Fliese hat eine andere Farbe. Es in dieser Fliese, also in dieser Farbe hier, was die 2x2er hat, hat es keine 3x2er gegeben. Dürfte wahrscheinlich ein kleines Missgeschick passiert sein beim Verpacken. Also das passt leider nicht ganz gut hinein. Jetzt muss man es kurz so drehen, damit ich das herzeigen kann. Ja, genau so geht's. Hier ist ein kleiner Herd noch mit 4 Kochfeldern und darunter eben auch noch ein kleiner Unterschrank. Da haben wir dann den Stufenaufgang noch, ein bisschen größer machen jetzt wieder. Das Geländer fehlt allerdings noch, gibt es da hier rauf, zack zack, und auch leicht ums Eck geht es noch. Das ist auch noch angedeutet, wie man sieht. Also bis jetzt muss ich sagen, macht es Spaß. Es ist lässig zu bauen und vor allem es entspricht wirklich original dem Original. Es ist gut nachgebaut. Was noch ist, möchte ich auch noch präsentieren. Meine Tante wollte dieses Brett hier, das man drehen kann, wegwerfen. Ich habe es noch vorher abstoppen können, zufällig. Und jetzt habe ich auch etwas zum Präsentieren hier. Man sieht, man kann es mit einer Hand angreifen, es ist relativ steif. Und jetzt kann ich lässig mit einem Einhandantrieb kann ich das Ganze jetzt herzeigen, wie es rundherum aussieht. Da ist auch noch eine kleine Tür von dem Abstellraum hinten, wo die Waschmaschine und Trockner drinnen sind. Kann man auch nach hinten hinaus. Lässig, oder? Ich freue mich. Jetzt kann ich in Zukunft dann die Modelle besser präsentieren. Gut, so viel dazu. Weiter geht's mit Bauschritt 371. Der Bauschritt 504, was zugleich auch der letzte Bauschritt ist jetzt beendet. Fertig gebaut habe ich das, unter Anführungszeichen, Diorama einer schrecklich netten Familie. Wie man sehen kann, ist jetzt das Interieur des Hauses fertiggestellt. Gebraucht habe ich dafür gute 7,5 Stunden. In 18 Tüten sind die Bauteile aufgeteilt gewesen und 1732 Stück hat es davon gegeben. Ich muss sagen, es war ein angenehmer Bau. Ich habe jetzt das Innenleben fertig gebaut. Wenn ich jetzt die Runde fertig mache, kann ich es auch herzeigen. Hat auch seine Nachteile, das kleine Ding hier zum Drehen. Was ist genau geschehen? Hier am Tisch sind die Sesseln dazugekommen. Es ist ein Tetrapack, denke ich mal, dazugekommen. 3 Tassen sind dazugekommen. Hier gibt es einen kleinen Mixer, der ist recht nett geworden.
der steht frei hier drauf. Es ist hier oben Pflanzenzierat dazu gekommen. Bei den Kästen hier, ich werde es ein bisschen zoomen probieren, jetzt ist es gar nicht mehr so einfach, man muss es eher so machen. Bei den Kästen und Läden sind die Griffe dazu gekommen, überall. Hier ist der Fernseher dazu gekommen, der steht einfach nur so drauf, das ist die Rückseite des Fernsehers. Hier die Vorderseite mit Antenne. Eine Fernbedienung ist auch dazu gekommen. Die Couch, auf die El Bandi immer sitzt, hier dieser Sessel, der wird ganz selten genutzt, nur hier gibt es auch einen kleinen Sessel. Eine kleine Lampe auf einen Beistelltisch. Hinten sieht man auch, ist auch eine Kommode dazu gekommen. Da oben, hier am oberen Rand des Bildes, so, wieder rauszoomen, hier ist auch eine kleine Kommode mit einem Pokal, wahrscheinlich der Pokai, wo er 3 Touchdowns in einem Spiel geschafft hat. Ein kleiner Oscar, warum der steht, weiß ich nicht, dürfte irgendetwas anderes sein. Hier gibt es noch eine Uhr, eine Standuhr, leider ohne Ziffernblatt und Zeiger, aber darauf gehe ich eh später ein. Hoppala, jetzt habe ich es umgeschmissen auch noch. Schauen, dass ich es reinbringe. So, jawohl. Hier auch noch ein kleiner Tisch, hier ebenso. Und da hinten das Gelbe, da ist ein Regal reingekommen. Ja, das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen. Wie gesagt, es ist jetzt fertiggestellt und ich bin im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es war ganz entspanntes Bauen. Es war abwechslungsreich zu bauen. Und ich denke mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Kommen wir jetzt zu Facts und Fazit. Nun zu Facts und Fazit. Was ihr hier seht, wurde mir freundlicherweise von Lesti zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Es ist der Mock 74625, eine schrecklich nette Familie. Wie man gut sehen kann, ist es das Innenleben des Hauses der Bandis. Es hat 1732 Teile. Der Designer war der Aidan. 18 Tüten waren es, in der die Bauteile eingetütet waren. Alles in Zipbeuteln. 504 Bauschritte waren dafür notwendig, dass man es aufbauen kann. Und es hat gedauert gute 7,5 Stunden, bis ich es fertig hatte. Abgemessen habe ich es auch. Es hat eine Breite von 42 cm, also von dieser Wand zu dieser. Eine Tiefe von 36, von da hinten bis hier an die Spitze. Und eine Höhe von 11,3 cm. Es war schönes, abwechslungsreiches Bauen. Man baut immer ein Teil mal hier, dann baut man diesen Teil hier, zum Schluss diesen und dann die Inneneinrichtung. Also es ist immer etwas Abwechslung gegeben. Haben sie ganz gut gemacht. Und was mir auch noch gefallen hat, es ist dem Original wirklich sehr gut nachempfunden. Toll gemacht. Was noch zu sagen ist, es sind ein paar Bauteile übrig geblieben. Hier mit diesen 3 pflanzenähnlichen Dingern hätte man eine große Pflanze bauen sollen. Ich habe aber stattdessen eine kleine gebaut. Hat mir auch gefallen. Die sollte man dann hier hinten hinstellen. Und das ist übrig geblieben. Hier haben wir 4 Stück 1x12er Plates. Da haben sie anscheinend versehentlich irgendwie zu viel reingegeben. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt bei den Bricks gibt es unterschiedliche, die sind nämlich an der Unterseite manchmal in der Art und manchmal in der Art. Warum, weiß ich nicht, aber man sieht zum Beispiel, wenn ich jetzt die nebeneinander halte,
ist es auch so, ich probiere es so, vielleicht geht's, dass es leichte Farbunterschiede gibt zwischen diesen beiden Bricks, und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es unterschiedliche Hersteller sind, woher sie die Bricks bekommen. Ja, aber es ist nicht schlimm, es fällt nicht wirklich auf. Und sonst sind noch ein paar Fliesen übrig geblieben und Kleinzeugs, wie etwa diese Blumen hier, diese kleinen, oder diese Dinge hier. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Der Fernseher ist runtergefallen. So. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu Pro und Contra. Auf der Pro-Seite ist die gute Bauteilqualität, also es gibt da keinerlei Probleme beim Zusammenklemmen. Wie schon eben gezeigt, ein paar Farbunterschiede haben sie, aber das schaffen andere Hersteller auch nicht besser. Und für mich ist es gut gewesen, das passt schon. Falls irgendwelche Probleme sein sollten, ist Lesti da wirklich schnell, und man kann mit denen per E-Mail super kommunizieren, und die sind da sehr bemüht, dass sie, falls es mal fehlende Bauteile gibt oder falsche Bauteile, dass sie die dann nachsenden. Ist überhaupt kein Thema bei Lesti. Es gibt auch viele Fliesen und Platten, wie man hier sieht, es ist alles verfliest. Die komplette Grundfläche wurde wirklich verfliest. Es sind zwischendrin ein paar Noppen, die wahrscheinlich dazu da sind, dass man Figuren draufstellen kann, und könnt ihr ja das Teller drehen, und dass man da was nachstellen kann. Figuren sind keine dabei. Wäre auch als Minifigur Maßstab, glaube ich, nicht geeignet, das Ganze, weil man kann zwar hier draufsetzen, die Minifiguren, aber wenn sie dann daneben stehen, sind sie dann vielleicht so groß wie der ganze Sessel. Also es ist nicht ganz im Maßstab der Minifiguren, auch wenn man hier eine draufsetzen würde auf die Couch. Die ist ja 2 Stats tief, und die Füße würden dann wirklich wie bei einem Kleinkind nur oben auf der Sitzfläche sein und nicht unten abgewinkelt am Boden. Also ja, ich würde sagen, man bräuchte fast die doppelte Größe einer Minifigur, und dann würde es passen. Also vom Maßstab, Minifigurenmaßstab ist es nicht. Was auch noch toll war zu bauen, diese schräge Ziegelwand hier, diese meine ich, das ist eine interessante Bautechnik, die hier verwendet wurde. Also das hat richtig Spaß gemacht und war mal schön zu sehen, wie sie es aufgebaut haben, und es ist auch sehr stabil, also da gibt es auch kein Problem. Ich habe ja die Serie schon einige Jahre nicht mehr gesehen, obwohl ich die DVDs habe. Man hat ja auch nicht immer Zeit zu schauen. Und es hat immer wieder beim Bauen Erinnerungen erweckt an früher, als ich die Serie mal geschaut habe. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Auf der Contra-Seite gibt es eben ein paar Bauteile, die nicht richtig waren. Es wäre zum Beispiel, naja, fangen wir da an, bei der Uhr, bei der Standuhr. Hier sieht man, da fehlen Zeiger und Zifferblatt. Auf dem Plan wäre eigentlich eine vollständige Fliese mit eben Zeiger und Zifferblatt drauf gewesen. Kann man sicher bei Lesti anfordern. Das haben sie versäumt hier beizulegen. Was auch noch ist, beim Fernseher, das Bedienfeld an der Seite hier, das fehlt auch, wäre eigentlich eine bedruckte Fliese. Ebenso hier die Fernbedienung, die am Tisch hier liegt, das wäre eigentlich auch eine bedruckte Fliese. Ja, mich stört es nicht, wie gesagt, und man kann sicher mit Lesti da reden, dass sie einem das nachschicken. Falls so etwas passieren sollte, ist sicher kein Thema. Das wäre es eigentlich von der Contra-Seite her.
Es gibt sonst nicht wirklich was Negatives zum Sagen. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist es toll. Somit bin ich jetzt fertig. Ich möchte mich nochmals bedanken bei LSD, dass sie mir das Set zugesendet haben. Es hat Spaß gemacht, es war mal etwas anderes zu bauen. Ich bin ja normalerweise der Technikfreak. Mir taugen eher die Technikmodelle, aber zwischendurch mal keine Technik zu bauen ist auch schön, hat auch was. Gut, somit möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat ein wenig gefallen. Wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.